ça fait d'être marié à une Sénégalaise? Il va partager son expérience, comment il se sent, est-ce qu'il est bien traité ou pas? Dass du auch die andere deutsche Männer motivierst, vielleicht eine senegalesische... Holt euch eine Senegalesische. eine senegalesische Kauft Frau. euch. Nein. Eine senegalesische Frau zu heiraten. Ja. Also für dich, wie ist mit einer senegalesischen Frau verheiratet zu sein? Genau, in einem Satz. Ist es so kompliziert? Nee, aber ich überlege, was ich sage. Der Inhalt, ja, dann beschreibe in einem Satz, wie ist es mit einer Senegalesin verheiratet zu sein. Anstrengend, cool oder? Beides. Sind wir so schlimm? Nein. Also, ja, es ist vielfältig, es ist lustig, sehr offen und manchmal auch ein bisschen anstrengend. Bin ich anstrengend? Manchmal ja. Wieso? So ist jeder. Ich bin auch manchmal anstrengend. Ich finde die Deutsche anstrengender als die Senegalesen. Also, was hat dich an mir zuerst überrascht? Als senegalesische Frau? Deine Schönheit. Echt? Ja. Okay. Deine Blush und deine Art und dieses weiblich-feminine. Doch deine Schönheit und deine Eleganz war. Oh, danke. Ja. Les femmes sénégalaises, vous avez écouté? Bevor du mich geheiratet hast, was wusstest du über die Senegalesen? Nichts. Nichts? Also ich wusste, dass Senegal ein Land in Westafrika ist. Ich wusste auch, dass Dakar die Hauptstadt ist. Aha. Aber über senegalesische Frauen habe ich gar nichts gewusst. Das kann ich auch verstehen. Ist so, natürlich. Ja. Ça, je peux le comprendre parce que mon mari n'a pas d'autres amis africains ou bien d'autres amis sénégalais. Was war dein erster kultureller Schock, wo du einfach in Senegal warst und hast du mit meiner Familie kennengelernt? Also in der Familie hatte ich gar keinen Schock. Okay. Familie war alles ganz normal. Aha. Klar ist der Standort und viele Dinge anders, aber da hatte ich keinen Schock. Der einzigste Schock war, wo ich in Kaolack auf dem Markt stand und ich war halt weit und breit der einzigste Weiße und das war für mich das erste Mal das Gefühl so, habe ich vielleicht ein bisschen verstanden, wie andere sich hier fühlen. War jetzt nicht sehr schlimm oder so, aber es war einfach ein kultureller Schock. Ich dachte, hey, ich bin hier der einzige Weiße, es sind lauter Schwarze um mich herum und gucken mich alle an. Und das war für mich so ein ungewohntes Gefühl. Und was auch noch ein Schock war, dass mir fürs Bad am Strand an einem Tag 90 € bezahlen. Das ist Kulturschock. Wo waren wir da? Derubi. Was haben wir bezahlt? 90 € für einen Tag. Das war teuer. Das war Kulturschock. Ich habe gedacht, Deutschland ist teuer, aber das war richtig teuer. Aber Derubi ist 5 Sterne. Ja, aber 90 € der Tag war viel. Ja, am Strand. Woran erkennst du, dass du mit einer senegalesischen Frau verheiratet bist? Also ich erkenne es an der Ordnung, dass immer sauber ist bei uns. Ich weiß nicht, ob das in Senegal normal ist. Das aber ist Standard. Bei uns Weil viele ist immer Frauen- geputzt. Ob das jetzt im Haus ist oder auch Körperhygiene oder irgendwie, sie sind sehr gepflegt, sehr sauber. Das ist ein sehr schöner Vorteil. Passt aber auch zum Anfang, zu der ersten Frage, passt es auch. Es ist eigentlich immer lustig, immer recht offen. Und Teranga ist die Gastfreundschaft, das heißt Teranga. Und das war so mitunter das Schönste, was ich erlebt habe, weil es halt einfach, wir kamen dort an und ich war gefühlt vom ersten Moment an einfach Teil der Familie und ich war da und ich wurde vom ersten Moment akzeptiert und es gab mir irgendwie ein schönes, ein sicheres, warmes Gefühl. Genau, und dein Style, immer dann, aber ich mache das auch manchmal. Machst du jetzt? Hast du das von mir? Ja. Dieser, Aber im Geschäft manchmal, wenn ich denke, dann sage ich, ist das schwer. Alexander. Ja. Wajo. Genau, dann gibt es natürlich, senegalesische Frauen tragen sehr oft Perücke, da haben sie verschiedene Frisuren. Ja, muss man mögen oder auch nicht, mir ist es egal, sie muss sich wohlfühlen. En fait, mon mari aime que je porte mes cheveux naturels, mais moi, depuis que je suis en Allemagne, mes cheveux, c'est la catastrophe. Je Was fais heißt des... Katastrophe? Mit Meine deutschem Mann. Haare, nein. Deutscher Mann verheiratet ist Katastrophe. Nein, meine Nein, mit deutschem Mann heiraten ist das Beste, was mir passiert ist.
Oui, il veut que je porte mes cheveux naturels. Je fais des efforts, mais franchement, mes cheveux, c'est la catastrophe. Et moi, je suis une personne qui aime porter les perruques, pas seulement à cause de mes cheveux, mais j'aime changer de look et les perruques sont vraiment là. Et c'est un choix pour les femmes noires. Et elles sont aussi libres de mettre des perruques comme elles le veulent. So, aber ihr macht viele Dinge, zum Beispiel tragt ihr Babys auf dem Rücken mit so einem einfachen Baumwolltuch, wo man das Baby rumschnallt. Es ist bequem, es ist einfach und funktioniert. Also ihr seid recht einfach in den Dingen. Ja, so. Ja. Genau. Also senegalesisches Essen ist grundsätzlich sehr lecker, sehr abwechslungsreich, sehr bunt. Natürlich gibt es Gerichte oder Zubereitungen, Super Kanye. wo ich jetzt persönlich nicht esse, ja, aber das hat auch ein bisschen einen ästhetischen Hintergrund, ja, so jetzt Schafskopf oder so. Nee, wie heißt das? Schafkopf, boboha. Senegal, Partner, Ah, bah, mosquito Sahara. Mosquito Sahara. Nous étions partis au Sénégal le mois d'août et bien sûr, au mois d'août, il pleuvait, il faisait chaud. Il y avait aussi beaucoup de moustiques, surtout que nous étions au village. Donc, les pieds de mon mari, ils étaient vraiment rouges, je vous dis rouges, avec des boutons. Ils se grattaient. C'est pourquoi on a décidé maintenant, la prochaine fois où on va aller au Sénégal, ça va être soit en janvier ou en décembre. Senegal ist es typisch, dass wenn die Frau dem Mann was zu trinken bringt, dass die Frau das Trinken gibt und dann einen Knacks macht, als Zeichen der Ehre und Respekt vor dem Mann. Ist dort so, ja. War im ersten Moment eigentlich eher lustig, oder? Ja, so. Ja, weil es halt neu war. Das macht bei uns keine Frau, kein Knacks. Man schenkt halt ein und fertig. Soll ich auch jetzt weitermachen mit dem Knacks? Ah ja, klar. Wer redet mehr zu Hause? Ich würde sagen, ich. Also das kommt drauf an. Manchmal rede ich zu viel, wo du sagst, okay Baby, das moi. Manchmal redest du auch zu viel. Genau, also ich glaube, sagen wir 50-50 bei uns. Ja. Ich rede mehr, wenn ich zum Beispiel Sachen über Senegal erzähle. Oder wenn du mit Familie telefonierst. Ja. Also wer ist stur im Haus? Du. Bin ich stur? Ah ja, klar. Das nehme Ist ich so. an. Brauchen wir gar nicht diskutieren, sie ist stur ohne Ende. Wenn sie was will, dann muss es jetzt sein, sofort. Gibt es Sachen, wo du machst jetzt durch mich vorher nicht gemacht hast, aber jetzt machst du das, weil du jetzt mit mir als Senegalesin verheiratet bist? Also auf jeden Fall kleide ich mich besser. Besser, anders. Ja, ich habe regelmäßiges Essen. Das ist auch was nicht ungewohnt, aber wenn du halt alleine bist, jahrelang ist es halt ist jemand da, der kocht auch schön. Und natürlich im Hinblick auf alles andere, durch das, dass man halt mit einem Mensch verheiratet ist, der einfach aus einem anderen kulturellen Kreis kommt, lernt man natürlich auch unglaublich viel dazu. Gibt es Sachen, die du bei den Senegalesen nicht verstehst? Ja, wie kann man Hähnchen essen mit Knorpeln, mit allem drum und dran? Bitte, das ist lecker. Das macht man. Ja, so essen wir bei uns. Genau. Drum. Dann, Bei uns Hähnchen, wir nehmen mit den Knochen und essen alles. Und ihr dann, esst aber auch den Knochen. ja, Das kommt verstehe ich drauf jetzt. an. Ihr esst Fleisch, aber ihr esst der Knorpel und Knochen, das auch damit. Das macht man. Also ich kenne es nicht, vielleicht macht es bei uns jemand, aber wer isst der Knorpel und Knochen? Egal. Ja, weil du magst, Filet. du magst nur Filet auch, bei Fisch magst du nur Filet. Ich kann nicht gar jeden Tag Filet essen. Für mich Filet schmeckt nicht so. Bei mir muss Knochen drin sein, bei den Senegalesen. Und was noch? Und dann dañuy seeñu. Sénégalais dañuy seeñu. Yéen doo leen seeñu. Ich rede mit dem Wolof. Was sind die Stärken von einer senegalesischen Frau? Die Stärken. Sie sind sehr stolz, das weiß ich, auf ihr Land und auf ihre Herkunft und was da okay ist. Was auch noch ganz cool ist, ist halt relativ entspannt und es ist relativ locker und es ist relativ leicht. Es gibt natürlich auch Phasen, aber das hat, glaube ich, nichts mit Kultur zu tun, das sind allgemein die Frauen. Es gibt halt Phasen bei Frauen, wo man dann denkt, laisse-moi und oje. Ja? Was schön ist, der Mann hat noch, finde ich, einen relativ hohen Stellenwert in der Familie. Also es wird ganz klar gesagt, Mann ist in der Familie die Nummer 1. Was hast du durch unsere Ehe gelernt über dich persönlich? Ich bin auf jeden Fall viel geduldiger geworden, weil man einfach auch manche Dinge teilen muss, manche Meinungen teilen muss. Ungewohnt für eine Deutsche. Ja, aber ich habe schon ein bisschen Geduld gelernt, Ja. die Zeit mehr zu schätzen. Wirst du deinem deutschen Freund, eine senegalesische Frau, empfehlen zu heiraten?
Mach ein bisschen Werbung für uns, die Ja. senegalesische Frau. Also das kann man jetzt auf 2 Sachen beantworten, aber das kann ich auf einmal beantworten mit Ja, würde ich definitiv empfehlen. Warum? Genau, aus den Vorzügen, wo wir gerade gesagt haben. Auf der anderen Seite kann man es aber auch, finde ich, mit Nein beantworten. Warum? Weil ich glaube nicht, dass es landesabhängig ist, wie jemand ist. Ob jetzt ein Mensch aus Senegal kommt oder aus Nepal oder aus Australien. Ich glaube, es geht hier um den Mensch und nicht um die Herkunft oder um die Religion. Da hast du gut geantwortet. Ja. C'était tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter surtout. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes dans un couple mixte, est-ce que vous recommandez vos amis ou bien les amis de votre mari de marier une Sénégalaise? Qu'est-ce que vous pensez de la femme sénégalaise en général? Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.